Auch Dieselrösser müssen von Zeit zu Zeit zur Tränke geführt werden. In diesem Video zeige ich dir, wie ich eine Dieseltankstelle gebaut habe. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, in meinen bisherigen Filmen habt ihr schon mehrfach verschiedene Dieselrösser gesehen, beispielsweise die V118, diverse No-Hubs und. Da diese Loks sehr spritintensiv laufen und auch gerne mal vollgetankt werden, habe ich mir überlegt, eine Dieseltankstelle einzurichten. Jetzt werden die Erfahrenen unter euch sagen, lieber Valentin, da gab es doch schon etwas. Standardmäßig. Ja, das ist richtig. Das möchte ich euch auch hier zeigen. In meinem Besitz befindet sich diese Themos Dieseltankstelle für Spur N. Die hole ich jetzt hier einmal heraus. Das Ganze besteht hauptsächlich aus Plaste. Untere Bereich Modellstreu ist aufgebracht. 2 Tanksäulen. Die eigentliche Treibstoffaufbewahrung erfolgt hier in diesem Zylinder. Der ist von Pico. Dort wurde Kesselwagen, der Oberbau, angekauft und verwendet. Das Ganze kam zum Einzelverkaufspreis von 5 Mark. Um das Jahr 1970, als diese Dieseltankstelle in den Handel gebracht wurde, betrug der Durchschnittslohn in der DDR 755 Mark. Also waren 5 Mark dann relativ viel, wenig, sucht es euch aus. Das hier gezeigte Themos-Modell möchte ich an einer anderen Stelle meiner Anlage verbauen. Deshalb habe ich mich entschlossen, hier einen Selbstbau zu wählen, aber auch mit realen DDR-Hintergrund. Im Buch von Günter Fromm, Modellbahnbauten, habe ich eine Dieseltankstelle gefunden, etwa um 1960, und habe versucht, auf Grundlage dieser Vorgabe das Ganze umzusetzen und den freien Raum zu bebauen. Zunächst einmal habe ich mir die Grundfläche ausgemessen, hier auf einem Stück Papier. Habe das Ganze dann auf etwas festere Pappe als Grundlage aufgetragen, habe dann sehr stümperhaft das Ganze aufgezeichnet, ausgeschnitten und habe dadurch die Bodenwanne versucht nachzubauen. Das ist hier, das Ganze, so sieht es dann aus. Habe das Ganze aber dann doch verworfen, weil es hat nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Was ich gemacht habe, ist aber die Schienen, die Schwellen rauszunehmen, so dass es aussieht, als ob die einzelnen Schienenstränge hier auf solchen Betonerhebungen aufgebahrt sind. Das Ganze habe ich dann zunächst mit verdünnter Acrylfarbe angestrichen in diesem Grau, Betongrau, um auch den Glanz rauszunehmen. Habe die Schienen dann später auch noch mit durchsichtigen Acryllack versehen, damit sie nicht mehr glänzen. Und habe mich dann hier dem Unterboden gewidmet, auch alles einmal schön angegraut, die Pappe, die Finnpappe, mit verschiedenen Grautönen entsprechend gestaltet. Im nächsten Schritt habe ich dadurch, dass beim Tanken ja immer Diesel und Öl ja von der Lok und vom Zapfhahn auf den Boden fällt, habe ich das Ganze versucht mit Schwarz nachzubilden und habe dann das Ganze dann mit Weißleim noch einmal versehen, um glänzende Stellen nachzubilden. Das sind die einzelnen Bauteile hier im Hintergrund, was ich jetzt hochhebe. Das ist die hintere Front mit Fenster. Darum kümmere ich mich jetzt zunächst. Ich habe Klarsichtfolie genommen, habe das Ganze dann mit so einer Klebefolie beklebt, vorderseitig und rückseitig. Habe dann mit einem Stahllineal Linien aufgezeichnet und habe diese Linien angeritzt mit einem Cuttermesser. Also allen Linien gefolgt und habe diese Karos angeritzt. Und im nächsten Schritt konnte ich dann ganz einfach mit einer Pinzette diese Teile hier abziehen und ich hatte klare Linien, klare Verstrebung im rechten Winkel. Das Ganze habe ich in die Innenwand eingeklebt und dann noch das Gegenstück, die andere Mauer, aufgesetzt, so dass das Ganze sicher und fest war. So, dann habe ich die Außenfassade mit einer bräunlich-gräulich-beigen Farbe tupfend eingefärbt, um ein wenig Struktur hineinzubringen und die dementsprechende Farbe zu erzeugen. So sehen dann die einzelnen Bauteile aus, schön siffig, auch mit dem Dach oben, die beiden Teile links und rechts. Als nächstes widme ich natürlich
der Tanksäule. Die habe ich hier aus Hartschaum ausgeschnitten, ganz winzig angefärbt. Habe diese Vertiefung mit einem Stück Klarsichtfolie versehen. Habe auch eine Tanksäule, den Zapfhahn und so weiter nachgebildet aus einem Stückchen Draht und habe das Ganze dann verbaut. Da im heutigen Video die Flüssigkeitsaufnahme im Vordergrund steht, empfehle ich diesmal das Lied Was wollen wir trinken von Oktoberklub. Unter anderem erwähnt ist hier Luis Corvalán, das war der KP-Chef, der unter dem Diktator Pinochet dann im Knast war und von der Sowjetunion freigeboxt wurde. Später in der BRD kam das Lied auch zu Gehör. Hier waren es die Bots, niederländische Bands, die diesen Protestklassiker groß gemacht haben. Heutzutage ist es leider nur noch in Kehlen und Ohren als infernalisches Sauflied. Leider. Hier seht ihr das Ergebnis meiner Mühen als Modul, das werde ich dann später noch einfügen. Verschiedene Details, ich habe noch ergänzt diese Fässer, rechts in der Mitte der kleine Mann, der Tankwart ist auch schon zu hören. Hier links im Bild eine Flasche Prima Sprit, damit auch sich der kleine Tankende später mal voll tankt. Nicht so gern gesehen. Vorne zwischen den Gleisen sieht man eine Aussparung, das ist der Gully zum Auffangen der Reste. Dann noch kleinere Details wie eine rumliegende Zeitung, hier im Bild zu sehen, diversen Dreck, Blätter etc. So, damit das ganze Diorama ein wenig an Authentizität gewinnt und an szenischer Tiefe. Hier die Rückwand des Ganzen, schön schmuddelig, das gefällt mir immer sehr gut. Im Ganzen, die Scheiben sind auch sehr schmutzig, so soll das sein, müssten mal geputzt werden, aber es ist halt der raue Charme des Industriehofes oder des Güterbahnhofes. Nun fährt hier die erste Kundin an, diese V118 hat schrecklichen Durst, nach getaner Arbeit möchte sie ordentlich tanken, aber sie muss immer noch arbeiten, denn 2 Kesselwagen, die wiederum die Tankstelle aufgefüllt haben, müssen erst entfernt werden. Dieser Minol und da rechts ein Selbstbau aus meinem Werke, ein Kesselwagen der polnischen Staatsraffinerie. Die muss jetzt hier die 118er erstmal wegschieben, um da im nächsten Schritt selbst tanken zu können. Ich hoffe, meine kleine Bastelei hat euch gut gefallen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, freue mich auf eure Kommentare, hoffe, dass ihr den Sommer weiterhin genießt, trotz Hitze. Haltet durch, es kommen noch wieder bessere Eisenbahnerzeiten. Dann wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Film, bis dahin, Glück auf und fahrt frei.